Nachdem kürzlich bekannt geworden ist, dass der BYD Seal auch nach Deutschland kommt, steht dem hochinteressanten Kleinwagen desselben Herstellers eigentlich nichts mehr im Weg, auch zu uns zu kommen. Es geht um den BYD Dolphin. Und der haut in China mit einem absoluten Kampfpreis ordentlich auf die Kacke. Als neuer Special gibt es übrigens meine Musik, die ihr auch während meiner Videos im Hintergrund hört, auf meinem Zweitkanal XVDN. Den Link zu den Songs habe ich euch aber nochmal in der Videobeschreibung reingeschrieben. Und nun, alles, was man aktuell zum BYD Dolphin wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. BYD wolle innerhalb weniger Jahre hierzulande auf sechsstellige Verkaufszahlen kommen. Bisweilen ist man noch nicht aktiv im Vertrieb der eigenen Elektroautos. Es steht allerdings schon fest, dass man den deutschen Kunden zum Start 3 Modelle anbiete. Die Premium-Limousine Han EV, das große SUV Tang EV und das kompakte SUV Atto 3. Später soll auch der heiß erwartete BYD Seal, über den habe ich auch schon ein Video gemacht, welches ihr hier oben rechts verlinkt findet, ins Portfolio wandern und eben auch der Kleinwagen Dolphin könnte bald hierzulande zu haben sein. Eben dieser BYD Dolphin hat für das Modelljahr 2023 in China ein Upgrade erfahren. Wie die Vorgängerversion richte sich das kompakte Elektroauto an junge, technikbegeisterte Menschen. Der Dolphin basiert auf der BYD E-Plattform 3.0, die von den BYD LFP Blade-Batterien mit Energie versorgt wird. Der Dolphin war das erste BYD-Fahrzeug, das unter der Designsprache Marine Aesthetics entworfen wurde, mit Linien, die fließend und gleichzeitig scharf sind. Die Formensprache wurde von BYDs Chefdesigner Wolfgang Egger entwickelt. Der beliebte Stromer dürfte auch in seiner 2023 Neuauflage seine Fans in China finden. Im November 2022 wurden laut BYD 26.029 Einheiten des BYD Dolphin verkauft, was einer Steigerung von 195,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im neuen Modelljahr ist der BYD Dolphin in 4 Unifarben sowie in 2 zweifarbigen Kombinationen erhältlich. Pupu Pink, Bye Bye Grey, Cheese Yellow, Surfing Blue, Atlantis Grey, Taro Purple and Black. Pupu bezieht sich auf eine Art hawaiianisches, amerikanisch-chinesisches Essen. Das Bild von BYD deutet an, dass Pink von einem Sonnenuntergang an einer tropischen Küste stammt. Am Heck prangt der ausgeschriebene Markenname Build Your Dreams. Vorne steht der Markenname ohne die bisher übliche ovale Umrandung, wie sie etwa der BYD Tang besitzt. Offensichtlich ist er von der Außenansicht auch gar nicht mehr so rundlich wie noch auf den allerersten Bildern, was dem Dolphin einen eher sportlicheren Look verleiht. Das, finde zumindest ich, passt auch viel besser zu dem Wagen. Kantig ist auch die Linienführung an den Seiten entlang. Somit wirkt er ein wenig aufgeregter und nicht so langweilig. Die Heckansicht wird natürlich von dem verspielten durchgehenden Leuchtband geprägt. Unterstützt wird der mittlerweile sportlichere Look von einem Dachkantenspoiler. Im Innenraum gibt man sich eher spartanisch. So ist dieser mit einem Multifunktionslenkrad mit flacher Unterseite, einer 5 Zoll LCD-Instrumententafel und einem schwebenden 12,8 Zoll Zentralbildschirm ausgestattet. Die Mittelkonsole verfügt über 2 Getränkehalter. Der BYD Dolphin 2023 bietet eine Reifendrucküberwachung in Echtzeit, eine Sitzheizung vorne, einen elektronisch 4-fach verstellbaren Beifahrersitz, einen elektronisch 6-fach verstellbaren Fahrersitz, eine hintere Mittelarmlehne mit Becherhalter, ein Einparkradar vorne, elektrische Außenspiegel und eine Warnleuchte für Sicherheitsgurte. Zusätzlich zu den bisherigen 3 Fahrmodi Energiesparen, Schnee und Sport bietet der neue BYD Dolphin einen Komfortmodus. Die Dezoni IQ des gleichnamigen Premium-Wallbox-Herstellers aus Deutschland bringt mit ihr, wenn nicht sogar die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter, farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut und somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox haben wollt, dann könnt ihr die Dezoni IQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der Dezoni IQ und weiter geht's!
Der BYD Dolphin bringt es auf eine Länge von 4,07 Metern, einer Breite von 1,77 Meter sowie eine Höhe von 1,57 Meter bei einem Radstand von 2,7 Metern. Bereift ist der Dolphin mit 16 oder 17 Zoll Rädern. Es wird 3 Varianten geben. Die Basis und das mittlere Modell des Dolphin verfügt über einen 70 kW oder 95 PS und 180 Newtonmeter starken Motor. Das Topmodell bekommt einen 130 kW oder 177 PS und 290 Newtonmeter starken Antrieb. Während das Basismodell über eine lediglich 30,7 Kilowattstunden große Batterie für 301 NEFZ-Kilometer verfügt, verbaut BYD in den anderen 3 Versionen einen 44,9 Kilowattstunden großen Stromspeicher. Dieser soll für eine NEFZ-Reichweite von 405 Kilometern reichen. In allen Fällen handelt es sich um die BYD-eigene Blade-Batterie, eine LFP-Batterie mit sehr großen Zellen, die ohne Zwischenschritt über die Module direkt in dem Batteriepack verbaut werden. Was beim Blick in die technischen Daten auffällt, ist die maximale DC-Ladeleistung von 60 kW bei der großen Batterie. Der 30,7 Kilowattstunden Akku kann maximal mit 40 kW geladen werden. Die E-Plattform 3.0 von BYD ist als 800-Volt-Plattform ausgelegt. Damit kann BYD zwar wohl geringere Kabelquerschnitte realisieren, den oft zitierten Vorteil der so höheren Ladeleistung können die Chinesen hier nicht ausspielen. Womöglich begrenzen die relativ kleinen LFP-Akkus hier die maximale Ladeleistung. In beiden Fällen soll der Ladevorgang von 30 auf 80% rund 30 Minuten dauern. Die AC-Ladeleistung liegt bei maximal 7 kW. Die 70 kW-Varianten können maximal 150 km/h schnell fahren, das Topmodell mit 130 kW schafft 10 km/h mehr. Bei beiden Antrieben handelt es sich um an der Vorderachse montierte PSM. In China wird der Dolphin innerhalb der Preisspanne von umgerechnet 15.700 € bis 18.450 € erhältlich sein. Natürlich werden aber die Preise nach Import an den jeweiligen Markt voraussichtlich drastisch angepasst. Mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Was haltet ihr von diesem Preis? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie gefällt euch überhaupt der BYD Dolphin im Allgemeinen? Würdet ihr ihn holen, wenn er nach Deutschland kommt? Sagt mir auch das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen, einen guten Rutsch und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Ciao!